So, ich will euch heute mal über was erzählen über ein neues Feature von Docker Compose, das die Entwicklung von Containerized Applications ein bisschen einfacher macht. Also wir haben ja im letzten Docker-Talk gehört, dass das nicht ganz so einfach ist mit, wie bringen wir Dateien in die Container rein oder wieder raus, ohne uns da die Berechtigung kaputt zu machen. Also Hintergrund ist der, ich habe irgendeinen User in dem Docker-Container, zum Beispiel Nginx, der die UID 123 hat. Wenn ihr jetzt mit diesem User eine Datei anlegt im Container und die dann da rauskopiert, dann hat die halt außen auch die UID 123 als Owner. Da kann es natürlich sein, dass der User 123 einfach gar nicht existiert oder jemand anders ist. Auf jeden Fall gibt es da immer irgendwie Spaß. Was die Sache da ein bisschen vereinfacht, ist das Docker Compose Watch. Das hat ein paar Features, mit dem diese Dinge etwas einfacher werden. Um das zu verwenden, brauchen wir Docker Compose mindestens in der Version 2.22.0. Falls irgendjemand mit Docker-Compose ums Eck kommt, ist die Version 1 wird nicht mehr supported und müsste mittlerweile abgekündigt sein. Und wir brauchen auf jeden Fall eine Build-Section in unserer Docker Compose oder Compose-YAML. Das Basic Compose-File, das sieht so aus. Wir haben einen Service, das ist jetzt ein Webserver. Und in der Bildsektion gebe ich einen Bildkontext an. Also das ist ähm, der Ordner, in dem der Kontext liegt, mit dem ich dieses Image baue, wie zum Beispiel das Docker-File, aber auch Dateien, die ich in den Container reinkopiere. Mein Docker-File an der Stelle ist super aufregend. Ich sage einfach, ich will den Nginx-Container benutzen und gut. Ähm, und dann kann man eigentlich schon loslegen mit unserer Develop-Section. Also die ist direkt unterhalb unserem Service und die kennt eine Untersektion Watch. Watch ist ein Array und dieses Array versteht verschiedene Actions oder diese Watch-Items verstehen verschiedene Actions. Zum Beispiel Rebuild. Und zwar ist es jetzt so, ich sage, der Pfad Dockerfile, wenn sich diese Datei ändert, wenn ich die anfasse, dann mach 'n Rebuild. Also ganz stumpf, sobald ich da das Dockerfile irgendwie editiere, baut er mir den Container neu. Wenn ich jetzt eine Datei habe, also zum Beispiel, ich habe irgendwie eine Webdatei, 'ne HTML-Datei. Also, ich sage jetzt, in meinem Ordner HTML liegen irgendwelche Dateien, die ich in den Container rein synchronisieren will. Dafür gibt es die Sync-Action. Da brauche ich eben 'n Path, das ist die Quelle, und ein Target, das ist das Ziel im Container. Also, das heißt, der komplette Ordner HTML, wenn sich da irgendwas ändert, wird in den Ordner HTML oder User Share Nginx HTML reinkopiert und das spart mir eben dann irgendwie Mount Bind und irgendwelche Berechtigungsgeschichten, die vielleicht kaputt gehen könnten. Und das passiert halt auch, sobald ich da irgendwie eine Datei schreibe, wird sie synchronisiert. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Action Sync and Restart. Das ist eine Kombination aus dem, was ich gerade erzählt habe, und außerdem wird der Container neu gestartet. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Default-Conf von Nginx. Wenn ich die Konfiguration von dem Daemon anpasse, muss ich den natürlich neu starten. In der Containerwelt starten wir den ganzen Container neu. Und das ist diese Aktion. Also sobald ich hier eine Konfigurationsänderung durchführe, dann startet der mir den Container neu mit der neuen Konfiguration. Also der kopiert mir die Datei rein und startet den Container neu. Ähm, genau, und das wäre dann quasi so das Ende von meinem Entwicklungszyklus. Ich mache so lange an meinem HTML, bis es fertig ist, und dann, wenn ich sage: „Ja, okay, ich will das jetzt im Image haben“, dann sage ich, ich benutze jetzt im Dockerfile 'n Copy HTML an die Stelle, wo ich das haben will, und dann verewige ich den Change, den ich gerade entwickelt habe, in dem Image. Das ist jetzt eben diese Umgebung, die ich beschrieben habe. Ich habe eine Compose-Datei, diese Konfigurationsdatei, 'n Dockerfile, diesen Ordner HTML mit 'ner Index-HTML drin. Das ist die Standard-Index-HTML, die bei diesen
Nginx-Paket mitkommt, da ist nichts Spannendes drin. So. Momentan, passiert da nichts, weil der nicht läuft. Wenn ich den jetzt eben hier mit Docker Compose Watch, also statt up mache ich Watch. Der baut mir dann, den Container, startet den und sagt hier unten Watch enabled. Also das Docker Compose up baut den Container nicht, zwangsläufig immer, das, Docker Compose Watch macht es aber. So. Dem Watch auch detached laufen lassen oder muss das, blöd gesagt, in 'nem eigenen Terminal laufen? Ja, ich glaube schon, dass man den detachen kann, aber das, ist jetzt halt für meine Demonstrationszwecke würde den gern hier sehen. Ähm, so, also wir sehen, der Nginx-Container liefert auf jeden Fall mal seine Default Index HTML aus. Das ist schon mal ziemlich gut. Ähm, in meiner Compose-YAML gibt's eben die 3 Sektionen, die ich vorhin beschrieben habe. Die man jetzt angucken will, ist die mit diese Sync-Action mit dem HTML-Pfad, dass der eben die Dateien konfiguriert werden. Und weil ich natürlich faul bin, habe ich das, schon vorbereitet. Das ist 'n Git-Branch, der diese Index-HTML anpasst und aus, „Thank you for using Nginx, thank you for using, Docker" macht. Und wenn ich jetzt hier die Seite refresh, ist das voll magisch, alles in den Container reingewandert. Ähm, genau. Wenn ich jetzt hier wieder zurückwechsle in den Main Branch, sehen wir hier unten wieder, er sagt wieder, er synkt wieder. Und ich habe meinen alten Stand wieder. Oder das Gleiche für eine Konfigurationsänderung. Hier haben wir eben ich habe einfach den Root-Pfad angepasst, damit der jetzt 'n 404 wirft. Sagt er hier unten, ja, er hat den Container restartet. Reparieren wir's wieder, sind wir wieder am alten Stand. Genau, ich hoffe, es hat die Frage soweit beantwortet. Ähm, wir waren mal beim, Kundenchef fragt so weiter, irgendwie wildes Tooling zu bauen, das genau dieses Feature kann. Also, wie kann ich 'ne Applikation, die am Ende in 'nem Container laufen soll, in den Container reinmounten, um damit komfortabel zu entwickeln? Und mittlerweile ist das eben in der Compose-Spezifikation drin und wird von Docker Compose hier so richtig schön unterstützt.